Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja vor ein paar Tagen in einem Video gezeigt, wie ihr Lederpatches lasern könnt und wie das mit einem Raster besser funktioniert, respektive wenn ihr da vorher ein Testraster macht. Und da hatte ich euch auch gesagt, ich zeige euch noch ein bisschen mehr zu diesem Testraster und genau darum geht es im heutigen Video. Und ich werde euch auch zeigen, wie ihr so ein Testraster auch selber machen könnt, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, bei denen, die man kaufen kann, dass das dann nicht genau auf das passt, was ich brauche, weil die gehen mir teilweise so ein bisschen zu hoch im Stil von, dass es mir dann anstatt etwas zu gravieren, das Holz quasi verbrennt und das möchte ich natürlich nicht. Und wenn es euch auch so geht, dann habe ich eben heute das Video für euch, damit ihr da eure eigenen Testraster erstellen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, ich hatte hier so Lederpatches gemacht. Und da ist es auf Anhieb das Resultat gut geworden, aber auch aufgrund dessen, dass ich hier zuerst einen Testraster gemacht habe, um zu gucken, welche Einstellungen mit dem Laser am besten mit diesen Lederpatches funktionieren. Und da hatte ich euch auch gesagt, dass ich euch das mal zeige, wie ich sowas mache, weil ich mache das jetzt, am Anfang wusste ich das nicht, aber jetzt mache ich das tatsächlich so, dass ich jedes Mal, wenn ich ein neues Material verwende, dass ich dann Testraster mache. Ich werde es heute mit Holz machen, weil dann kann ich euch zwei Sachen zeigen, weil hier hatte ich nur das Gravieren getestet und deshalb auch nur ein Muster gemacht, weil die will ich nicht ausschneiden. Beim Holz werde ich zwei machen, und zwar eines fürs Schneiden und eines fürs Gravieren. Und da nehme ich ganz einfach das Holz von Xtool und das ist aus dem Starterpaket und da ist es das Basswood 3 mm und da habe ich die Vorgaben für den M1 10 Watt Laser fürs Schneiden 100% 4 mm pro Sekunde. Pass 1 und dann beim Engraven habe ich 70% 175 mm pro Sekunde. Aber wir gucken uns das kurz dann im Programm Trainer an. Was ich euch aber auch noch kurz zeigen wollte, für diejenigen, die den Laser in der Schweiz gekauft haben, mit dem Aufbau zusammen, da haben wir ja das Thema, dass beim Aufbau hier unten es eine Ausbuchtung gegeben hat. Ne? Da war so eine runde Ausbuchtung. Ich fand das suboptimal und Yasando auch. Und habe da tatsächlich einen mit dem 3D-Drucker eine Einrichtung gemacht, damit man das da unten drauf schieben kann und quasi das so schließen kann. Und trotzdem hat man noch den Hebel, um das zu öffnen und zu schließen, wenn der Laser nicht läuft. Kleiner Tipp hier, wenn ihr es zusammenbaut, das kommt in zwei Stücken, das heißt das Teil hier unten und das hier oben. Macht zuerst dieses Teil, das muss man so hier reinschieben, schiebt es zuerst ins untere Element rein und erst dann schiebt ihr das Ganze hier drauf und wenn ihr es dann umdreht und auf den Tisch macht, schön gerade, dann könnt ihr das auch wunderbar runterdrücken, damit es dann hier auf der Kante schön abschließt. Somit habe ich die beiden jetzt hier unten zu und damit fühle ich mich doch definitiv besser oder sicherer, sagen wir es mal so, zumindest ein bisschen. Und hier noch ein ganz spezieller Dank an Desiree und René dafür, dass sie das entworfen und gemacht haben. Und jo, jetzt kommen wir aber eben zum Testraster und dazu gehen wir auf den PC. Ich habe hier schon zwei Testraster. Warum zwei? Eines davon ist fürs Gravieren, das andere ist für das mit dem Laser zu schneiden und ich zeige euch natürlich, wie ich das gemacht habe. Ich starte jeweils einfach mit dem Rechteck oder jeweils, ich mache das jetzt natürlich nicht immer wieder, sondern ich verwende dann das und passe ganz einfach die Zahlen an und die Beschreibung an, wenn ich ein anderes Material teste. Aber eben hier Rechteck und hier habe ich einfach mal gesagt von der Größe hier 5 mm
mal 5 mm. Das ist das für die Gravur. Das setze ich auch gleich auf Gravur. Und das habe ich dann einfach mit Command C, Command V. Auf dem Windows-PC wäre das Ctrl C, Ctrl V. Und dann gehe ich hier ganz einfach mit den Pfeiltasten und schiebe das leicht neben diese Form. Ich will insgesamt 5 haben von diesen. Deshalb markiere ich beide Ctrl C, Ctrl V. Schiebe das auch wieder ein bisschen rüber. Und dann nehme ich Nummer 1. Ctrl C, Ctrl V. Jetzt kann ich die alle markieren, bei der Ausrichtung sagen, erstmal mittel vertikal und dann auch noch horizontal verteilen. Und dann gruppiere ich die mal. Weil davon will ich jetzt ein paar haben, kopiere ich auch die und füge das ein. Ich 3, markiere ich alle. Kopieren, einfügen, dann habe ich 6 hier und dann kann ich sagen, mittig ausrichten und dann vertikal verteilen. So, dann kann ich die einzelnen Gruppierungen wieder aufheben, weil dann habe ich quasi schon mein Raster. Dann habe ich hier Text eingefügt, hier über das Texttool. Hier habe ich gesagt, Black Walnut Plywood. Und da bin ich mit der Größe ziemlich weit runter. Mal gucken, wie viel das waren. So 20 war es nicht. 13,24. Also in etwa 13. Und das habe ich natürlich auch gleich auf Gravieren gesetzt. Das ist eine, respektive hier habe ich auch noch hingeschrieben, dass es 3 mm ist und dass es das Material von Xtool ist. Die Anzahl Linien gebe ich hier jeweils nicht rein, wenn ich das Standard verwende, das heißt die 100. Das würde ich eher nur ergänzen, wenn ich von den 100 abweichen würde. So, jetzt kann ich das auch wieder Ctrl C, Ctrl V, weil hier oben will ich hinschreiben Power in Prozent. Dann packe ich das hier so ein bisschen nebendran. Ne? Einfach, dass es nicht in einen anderen Text reinfließt. Und eins davon kopiere ich auch noch und drehe das. Mache das hier rüber und da soll stehen Speed in Millimeter pro Sekunde. Das ist mal das. Dann nochmal Ctrl C, Ctrl V, weil wir müssen hier auch noch Zahlen reinmachen. Da habe ich das auf 15 gesetzt. Und da starten wir mit 40. Ich erkläre euch dann auch gleich, warum ich die entsprechenden Zahlen ausgewählt habe. Aber das hier kurz noch ein bisschen größer, damit wir auch ein bisschen was sehen und das greifen können vor allem. Und dann kommt das hier hin. Ich merke gerade, ich muss mit dem Text noch ein bisschen weiter hoch. Jetzt kopiere ich das noch 4-mal. Dann können wir den Text anpassen. Das sind 50 bei mir. Und dann brauchen wir genau diese Zahlen auch nochmal auf der anderen Achse. Dann können wir diese Zahlen auch noch anpassen. Jetzt haben wir mal den Text. Jetzt können wir das Ganze hier
noch ein bisschen schöner anordnen. Wenn ihr die Shift-Taste haltet, dann könnt ihr mehrere auswählen. So, jetzt was machen wir? Ausrichten unten ist das und bei dem hier machen wir die Ausrichtung auf rechts. So, dann passen wir das auch noch schön hier hin. Das nehmen wir hier rüber. Und das Power kann auch noch ein bisschen rein. Und dann habe ich hier ganz einfach noch ein abgerundetes Viereck genommen. Und habe das einmal Ctrl+C, Ctrl+V, also auch kopiert. Weil wenn man das in die Länge zieht, dann werden die Rundungen nicht mehr proportional. Von dem her markiere ich jetzt einfach die beiden. Und dann kann ich sagen, wollen wir es kombinieren, verschmelzen. So, jetzt habe ich hier einen Rahmen ringsherum. Kann man noch ein bisschen größer machen. Und jetzt geht es an die Einstellung. Ich nehme den hier kurz weg und dem sage ich, weil die Vorgabe von Xtool war ja, dass das Schneiden eine 100 ist und die Geschwindigkeit 5. Und wenn ihr euch jetzt fragt, na, da steht jetzt schwarzes Walnussholz und nicht mehr das Basswood, also das Balsaholz. Die Vorgaben von Xtool für beide Hölzer sind gleich, deshalb habe ich das so gelassen. Wenn ich damit dann das Balsaholz lasere, dann ändere ich hier oben einfach den Text. Jetzt bei der Gravur von den Texten markiere mal ein paar Sachen. Habe ich die hier schon mal markiert. Und da ist die Vorgabe von Xtool 70175. Genau das mache ich hier auch auf der Seite. Und hier bei den Feldern ist es ja so, ne? Also hier sind alle von der Power her 40. Das heißt, ich markiere die alle. Und sage hier, von der Power ist es 40. Unten mache ich nichts. Dann gehe ich hier, markiere alle. Bei denen sage ich, das ist 50. Auch Geschwindigkeit sage ich nichts. Dann hier 60. Die hier 70. Und die hier 80. Und dasselbe müssen wir jetzt auf der horizontalen machen. Das heißt hier, die alle sind von der Geschwindigkeit 150. Die alle 175. Doch hier, ne, ich ändere oben beim Strom nichts, sondern wirklich nur die Geschwindigkeit. So, und wenn ich das alles gemacht habe, kann ich hier den Rahmen einfach wieder drüber geben und fertig ist schon mein Testraster. Und das speichere ich so. Und wenn ich irgendein neues Material habe, kann ich wieder auf diese Ausgangslage zurückgreifen und einfach die Zahlen anpassen. Im Grunde genommen, dasselbe habe ich hier drüben gemacht. Ich habe das zum Schneiden habe ich ein bisschen größer gemacht und dann habe ich hier einfach die Felder alle markiert, hier auf Schneiden gesetzt und dann jetzt hier bei denen überall beim Strom 85 angegeben, dann die 90er, 95, 100 und auf der habe ich
die alle markiert. Bei der horizontalen habe 5 gesagt, bei der nächsten 7, dann 10 und dann 12. Und so habe ich auch das Raster, um das auszuschneiden. Jetzt seht ihr hier drüben, dass einige Felder fehlen, nämlich die äußersten 2. Und das ist deshalb, weil ich weiß, dass es da dann schon sehr stark lasern würde oder gravieren würde oder sehr tief und intensiv gravieren würde, und da will ich eigentlich gar nicht hin, weil ich will mein Holz gravieren und nicht verbrennen. Und deshalb habe ich die beiden da weggenommen, dass es da dann nicht lasert. Jetzt, wie komme ich überhaupt auf die Zahlen? Wenn wir uns die Empfehlungen von Xtool angucken, dann sind wir hier in diesem Bereich, nämlich 100 von der Power und 5 von der Speed, respektive sie sagen 4, das macht aber jetzt nicht den riesen Unterschied. Und das ist für mich selber mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, das Maximum, weil ich gesehen habe, dass da ich den Air Assist verwende und das Wabengitter mit dem Aufbau und meine Linse noch relativ neu ist, lasert das hier schon ziemlich tief. Und deshalb habe ich das als höchstes genommen und bin davon runter. Jetzt, was bedeutet runter? Na, wenn ich mit weniger Power lasere, dann lasert der auch weniger intensiv. Macht ja irgendwie Sinn, ne? Und wenn ich schneller lasere, hier 5 bis 12, wenn ich jetzt mit 12 lasere, dann bleibt er weniger lang an einer Stelle und deshalb wird das Ergebnis weniger tief. Das heißt, das intensivste ist jeweils hier oben, wenn ihr die Zahlenskala auch so macht wie ich, dass ihr hier bei der Geschwindigkeit hochgeht und hier bei der Power hochgeht, dann ist diese Ecke hier das intensivste Ergebnis und das hier ist das am wenigsten intensivste Ergebnis. Weil hier geht er schnell, aber mit wenig Power, hier geht er mit viel Power und langsam. Und deshalb bin ich eben von diesen 105, was Xtool empfiehlt, bin ich einfach runter hier in 5er Schritten und hier sogar noch weniger, da bin ich 5, 7, 10, 12 gegangen. Beim Gravieren sind wir bei der Empfehlung bei 70 auf 175 und ich bin hier quasi noch intensiver gegangen, dadurch, dass ich die Geschwindigkeit runternehme und dann hier auf der Seite bin ich erst bei 180, bin ich dann zu den 80 rüber von der Power. Hier wusste ich, das wird relativ dunkel, wenn ich die beiden jetzt auch machen würde und deshalb habe ich da bei meiner Vorlage die ganz einfach gelöscht und die Vorlage so genommen. Also ich empfehle euch, eins ganz zu lassen, damit ihr das dann jeweils als Vorlage verwenden könnt. Aber wenn ich jeweils sehe, dass das hier zu intensiv wird, dann lösche ich auch einzelne Felder raus, damit es das dann gar nicht erst lasert. Hier, wie gesagt, 70, 175, das wäre die Vorgabe. Da bin ich ein bisschen runter auf 150 und habe dann das bei 40, 50, 60, 70 angeguckt. Und hier bin ich eben auf 80 hoch, aber erst ab der Geschwindigkeit von 180. Hier die Abstufung 40, 50, 60, 70, 80 und hier 150, 175, 180, 190, 200, 225. Und ja, den Rest eben auch das ringsherum habe ich genau gleich wie auch hier schon mit den 100 auf die 5 eingestellt. Auch die Schriften, die sind auch gleich eingestellt hier wie das, was ich euch gezeigt habe. Das heißt, alles, was geschrieben ist, habe ich auf Gravur gesetzt. Hier Rastergravur. Und das, was ich schneiden will, habe ich eben auf Schneiden gesetzt, aber dann mit den entsprechenden angepassten Parametern. So könnt ihr ein Raster erstellen und ich mache das jetzt gleich mal. Das heißt, das hier lösche ich wieder, das brauche ich nicht. Ich mache das hier einmal mit dem Black Walnut und einmal mit dem Basswood und dann zeige ich euch gleich dann auch die Ergebnisse.
California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm, and I know I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed. So, jetzt habe ich hier auch schon die Ergebnisse. Gucken wir uns zuerst die Gravur an. Seht ihr so ein bisschen, dass es hier unten heller ist, hier oben dunkler. Und mal gucken, ob ihr das überhaupt seht. Hier geht es praktisch nicht rein. Hier habe ich, also es ist ziemlich tief runtergegangen und das ist für meine Verhältnisse schon fast ein bisschen zu tief. Das heißt, ich weiß, wenn ich graviere, kann ich gut auf 60% runter. Das hier war die Empfehlung von Xtool. Ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich gut auf die 60 bei 175 runter. Wenn ich jetzt was will, wenn ich einen Unterschied machen will, von wegen, dass ein paar Sachen intensiver gelasert sind und ein paar weniger, dann könnte ich jetzt auch die Kombi machen. Aber ja, da könnt ihr einfach dieses Beispiel dann nehmen, wenn ihr das bei euch gemacht habt und dann gucken, wie ihr das gerne, also mit welcher Intensität ihr das Holz gerne gravieren möchtet. Beim Schneiden sah es dann so aus und ich gucke mir jeweils einmal logischerweise, was ist rausgefallen, ohne dass ich es rausdrücken muss. Und das sind die oberen 8. Gucke ich mir die Rückseite an, wo ich groß jetzt irgendwelche Schmauchspuren habe. Hier seht ihr, das ist fast durch, aber nicht ganz. Und man könnte jetzt sagen, ja, dann nehme ich einfach das, wo ich am wenigsten Power brauche und am schnellsten lasern kann. Da haben wir aber manchmal das Problem, dass das ist ein Naturprodukt, das heißt, die Beschaffenheit ist nicht überall genau gleich. Von dem her, ich würde jetzt eher nicht aufs Tiefste gehen, sondern aufs Zweittiefste. Das heißt entweder 85,5 oder 90,7. Und ich gucke da jeweils auch noch so ein bisschen rein, welches so richtig schön schwarz ist. Ne? Das ist eigentlich zu dunkel. Und ich weiß, ihr werdet das praktisch nicht sehen. Also ich kann es, ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll. Aber man merkt es vielleicht, ne, wenn man hier die Seiten anguckt, das ist echt schon richtig, richtig schwarz. Und das ist eben die 100 bei 5. Ne? War das ringsherum. Und es ist eigentlich schon zu dunkel. Das heißt für mich, ich kann gut mit 90 und 7 fahren, dann funktioniert das wunderbar. Das ist das, was ich hier angucke. Und Xtool hat ja eben hier, wenn ihr euch das anguckt, das Basswood und das Black Walnut, da haben beide die gleichen
Werte als Empfehlung und deshalb habe ich das auch gleich gelasert oder das gleiche Raster verwendet und eigentlich nur oben den Titel angepasst. Und ihr seht jetzt, dass sich das komplett, dadurch, dass das ein stärkeres Holz ist, dass sich das anders verhält als das Balsaholz. Und wenn ich mir das angucke, habe ich eigentlich das Gefühl, dass das Ergebnis mir fast am besten gefällt. Hier oben ist es am tiefsten, aber da habe ich auch schon Schmauchspuren. Von dem her gefällt mir das gerade nicht so. Ich würde tatsächlich eher mit einer höheren Geschwindigkeit gehen, sowas machen. Aber ganz ehrlich gesagt, dieses Ergebnis zeigt mir eigentlich auch, dass ich das Black Walnut nicht unbedingt zum Gravieren verwenden werde, weil ja, es sind halt andere Ergebnisse. Von dem her, ihr macht das so, wie ihr das wollt, aber vom Schneiden her hat es auch bei den oberen 8 funktioniert. Wenn ich es umdrehe, dann war da meistens beim oberen Strich fertig. Hier habe ich Schmauchspuren, das ist sehr wahrscheinlich der höchste Wert, die 105. Das heißt, auch hier kann ich mit 97 fahren und das hat es wunderbar geschnitten. Also brauche ich nicht auf die 100 hoch, sondern dann kann ich auch mit 90 und mit 7. Das reicht. Jetzt bekomme ich in meinen Videos auch immer wieder die Fragen, wie hast du das gelasert, mit welchen Einstellungen? Und ich kann euch das als mal Anhaltspunkt geben, aber es ist wirklich, es hängt wirklich davon ab, wie ihr lasert, ob ihr mit Air Assist und eben all dem, was ich vorhin gesagt habe. Von dem her macht es nicht allzu viel Sinn, sondern es macht mehr Sinn, dass ihr für euch selber eben auch solche Testraster macht, die einmal durchlaufen lasst und dann wisst ihr auch mit eurem Laser, so wie ihr den verwendet, wie das am besten funktioniert, mit welchen Einstellungen. Und eben das macht ihr dann. Ich habe jetzt hier beides dieselben Raster quasi verwendet für die beiden Hölzer. Wenn ich jetzt wieder was anderes lasere, ihr habt es gesehen bei den Lederpatches, da ist die Skala komplett anders. Dann habe ich einfach diese Skala, das heißt die Zahlen angepasst, die Skala angepasst und die Beschreibung. Und wenn ich wieder ein anderes Material lasere, hier zum Beispiel, was haben wir? Haben wir Kork drauf? Ne, Kork haben wir nicht, aber Kork ist zum Beispiel etwas, was ihr mit extrem wenig Power lasert und da müsstet ihr das Ganze dann eben auch wieder anpassen, dass die Zahlen und die Angaben und die Werte in den Feldern, und dann könnt ihr da auch wieder einen Testraster machen. Ein Gratis-Tipp noch auf dem Weg, weil ich habe das Ganze heute zweimal gemacht, ne? Und das ganz einfach aus dem Grund, weil ich irgendwann unterwegs hatte ich das Gefühl, ich gucke kurz, was die Standardeinstellungen sind für Balsaholz. Und nur mit diesem, dass ich das kurz angewählt habe, hat es bei sämtlichen Sachen zum Schneiden und beim Gravieren einfach das auf die Standardeinstellung zurückgesetzt von dem Balsaholz. Und ich habe es nicht gemerkt und habe so gelasert und dachte so, das ist ja komisch, dass ich hier mit 100 Speed, also mit 100 Power und 5 Speed dasselbe Ergebnis bekomme wie mit 100 Power und 30 Speed, aber das, was da steht, stimmte dann nicht mehr, weil er hat hier tatsächlich alles mit den genau gleichen Werten gelasert. Und ja, von dem her macht das nicht. Also wenn ihr, ihr stellt ja im Programm ein, ihr habt euer eigenes Material, dann könnt ihr die Werte entsprechend anpassen und dann bloß nicht mehr irgendwie auswählen, Balsaholz oder so, weil sonst setzt euch das ganze Ding zurück und ihr merkt es sehr wahrscheinlich noch nicht mal, bevor ihr anfangt mit Lasern. Na, hier mein Gratis-Tipp. Das war es jetzt aber auch schon für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass ihr da
Lust habt, das eben auch selber auszuprobieren und selber so anzuwenden, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Baby, I bet you're cold without me.